Deutsch lernen durch Hören. Es braucht eine Revolution. Gisela Schmidt ist Verkäuferin. Sie arbeitet in einem Kaufhaus. Dort verkauft sie Damenkleidung. Die Kundinnen sind oft sehr anstrengend. Meist haben sie wenig Zeit. Manchmal wollen sie auch Kleidung kaufen, die zu groß oder zu klein ist. Gisela versucht immer, die Kundinnen gut zu beraten. »Können Sie mir das Kleid bitte eine Nummer größer bringen? Aber bitte heute noch. Ich habe gleich noch einen wichtigen Termin.« Die Dame wirkt nervös. Gisela läuft schnell zum Kleiderständer. Dann kommt sie mit einem anderen Kleid zur Kundin zurück. »Tut mir leid, dieses Kleid gibt es nur bis Größe XL. Aber ich habe in Größe XXL ein anderes Modell gefunden. Möchten Sie dies einmal anprobieren? Es müsste Ihnen besser passen.« Die Kundin schüttelt den Kopf. »Sagst du, ich bin dick? Dann ziehe ich das kleinere Kleid an. Ich ziehe den Bauch ein, dann geht das schon.« Gisela sagt nein. Natürlich sind sie nicht dick. Es ist nur so, manche Kleider sind nur für die kleineren Größen geeignet. Ihre Vorgesetzte, Frau Vollmer, hat die Szene beobachtet. Sie schaltet sich in das Gespräch ein. »Frau Schmidt, ich übernehme diese Kundin. Kommen Sie bitte in 30 Minuten in mein Büro.« Gisela ahnt nichts Gutes, als sie an der Bürotür klopft. Frau Vollmer sitzt an ihrem Schreibtisch. Sie hat Giselas Personalakte vor sich liegen. »So, Frau Schmidt, ich habe Ihnen schon mehrfach gesagt, dass die Kundinnen immer recht haben. Wenn Sie ein Kleid kaufen wollen, dann sollen Sie das auch tun.« Gisela widerspricht. »Aber ich muss Ihnen doch sagen, wenn das Kleid nicht passt.« Frau Vollmer will davon nichts hören. »Es geht um den Umsatz. Wir müssen so viel wie möglich verkaufen. Sie bekommen jetzt von mir eine Abmahnung. Wenn ich eine solche Szene wie vorhin noch einmal beobachte, dann muss ich Ihnen kündigen.« Gisela ist verärgert. Sie findet Frau Vollmers Vorwürfe ungerecht. »Ich kann doch meine Kundinnen nicht wie Clowns aussehen lassen. Das kann nicht Ihr Ernst sein.« Heimlich beschließt sie, es braucht eine Revolution. Ich werde meine Kolleginnen fragen. Die haben sich auch schon oft über sie beschwert. Wir müssen alle zusammen zum Chef gehen. Herr Metzger muss Frau Vollmer an eine andere Stelle versetzen. Sicher ist sie in der Schreibwarenabteilung besser aufgehoben als im Kleiderverkauf. Einen Bleistift kann jeder benutzen, egal welche Größe die Hand hat. Gisela hat eine tolle Geschäftsidee. Gisela und ihre Kolleginnen haben sich beim Chef über Frau Vollmer beschwert. Diese hat Kundinnen Kleidung verkauft, die ihnen nicht passt. Hauptsache, es kommt Geld in die Kasse. Das ist ihr Motto. Sie wollte die Verkäuferinnen dazu zwingen, es genauso zu machen. Heute hat Gisela einen Termin bei Herrn Metzger. Er leitet das Kaufhaus, in dem Gisela arbeitet. »Frau Schmidt, ich nehme Ihre Bedenken sehr ernst. Frau Vollmer schadet unserem guten Ruf. Ich habe mit ihr geredet. Sie wird ab Montag in der Kosmetikabteilung arbeiten.« Gisela ist erleichtert. Herr Metzger redet weiter. »Ich möchte etwas frischen Wind in unsere Kleiderkollektion bringen. Wir haben viele Kundinnen, denen unsere Größen nicht passen. Sie sind oft enttäuscht. Ich will sie aber als Kundinnen nicht verlieren. Schließlich sollen sie ja bei uns kaufen und nicht bei der Konkurrenz. Haben Sie eine gute Idee?« Gisela überlegt. »Wir müssen unbedingt eine Kollektion in großen Größen anbieten. Eine gute Beratung ist auch sehr wichtig. Ich habe neulich eine Fortbildung besucht. Dabei ging es genau um diese Zielgruppe. Deswegen habe ich immer wieder Ärger mit Frau Vollmer bekommen.
Frauen mit etwas mehr Gewicht wollen auch schick aussehen. Es gibt viele Tricks bei der Wahl der Kleidung. Es müsste eine Verkäuferin vor Ort sein, die sich nur um diese Zielgruppe kümmert. Ich würde das gerne machen. Herr Metzger lächelt. Das habe ich mir gedacht. Ich kenne Ihre Akte. Sie haben schon immer gute Geschäftsideen gehabt. Schauen Sie mal. Hier ist eine Liste mit unseren Lieferanten. Bitte nehmen Sie Kontakt mit ihnen auf. Sie sollen eine Kollektion speziell für unsere neue Abteilung erstellen. Ich möchte, dass Sie diese Abteilung leiten. Gisela ist glücklich. Statt einer Kündigung bekommt sie eine Beförderung. Sie hat jetzt sogar ein eigenes Büro. Frau Vollmer packt gerade ihre Sachen, als Gisela den Raum betritt. Hallo, Frau Vollmer, ich wünsche Ihnen viel Glück in der Kosmetikabteilung. Frau Vollmer antwortet nicht. Sie ist verärgert. Als sie das Büro verlassen hat, denkt Gisela, hoffentlich haben die Kunden in der Kosmetikabteilung immer einen Spiegel zur Hand. Wer weiß, was Frau Vollmer ihnen sonst verkauft. Sie wäre in der Schreibwarenabteilung auf jeden Fall besser aufgehoben. Alles neu, alles anders? Gisela ist Verkäuferin in einem Kaufhaus. Sie leitet seit kurzem die Abteilung für Damenmode in großen Größen. Heute wird eine neue Kollektion geliefert. Gisela und ihre Kollegin packen die Ware aus. Dann hängen sie die Kleidung auf die Kleiderständer. Monika, schau mal. Wenn du die Blusen auf die Stange hängst, musst du aufpassen. Sie sollten etwas schräg hängen, dann wirken sie schmaler. Die Kundin soll nicht denken, sie wäre in der Zeltabteilung. Monika lacht. Ein optischer Trick? Das ist genial. Ich werde mich demnächst auch immer schräg hinstellen. Monika hat eine sehr rundliche Figur, aber sie kleidet sich geschickt. Gisela hat sich Monika für ihre Abteilung ausgesucht. Frauen mit großen Größen möchten lieber nicht von sehr schlanken Verkäuferinnen bedient werden. Das habe ich bei der Fortbildung gelernt. Kurz darauf kommt schon eine Kundin in die neue Abteilung. Gisela erkennt sie sofort. Es ist die Kundin, die neulich ein zu kleines Kleid gekauft hat. Giselas Kollegin Frau Vollmer hatte sie dazu überredet. »Na, hier ist alles neu. Es sieht ja ganz anders aus.« Gisela freut sich. »Guten Tag. Ja, wir haben eine neue Abteilung für große Größen. Die neue Kollektion ist gerade eingetroffen. Suchen Sie etwas Bestimmtes? Oder möchten Sie erst einmal in Ruhe schauen?« Die Dame schaut sich um. »Das sieht wirklich alles sehr gut aus. Ich suche eine Bluse in Größe M.« Gisela atmet tief ein. Sie weiß, dass die Kundin Größe XXL braucht. Aber vielen Frauen ist es peinlich, eine große Größe zu kaufen. Gisela hat eine Idee. »Nehmen Sie doch kurz hier auf dem Sessel Platz. Ich hole Ihnen eine Auswahl.« Dann holt sie einige verschiedene Modelle in der richtigen Größe. Sie präsentiert sie der Kundin sehr geschickt. Die Schilder mit der Größe verdeckt sie mit der Hand. Die Dame möchte eine blaue Bluse anprobieren. Sie passt perfekt. Leider entdeckt sie beim Ausziehen das Schild am Kragen. »Wie bitte? XXL? Ich sagte doch M.« Gisela antwortet. »Ja, ich weiß, Sie wollten M, aber diese Blusen sind zu klein. Da muss man mindestens 2 Nummern größer nehmen.« Die Kundin ist nicht überzeugt. »Aber XXL? Da kann ich ja gleich ein Zelt kaufen. Bringen Sie mir die Bluse eine Nummer kleiner und bitte heute noch. Ich habe gleich einen wichtigen Termin.« Gisela gibt auf. Manche Frauen wollen einfach keine Beratung.
Ich dachte, jetzt ist alles neu und alles anders. Aber manche Dinge ändern sich nie. Ein Haus mit einem großen Garten. Gisela ist Verkäuferin in einem Kaufhaus. Seit kurzem leitet sie eine eigene Abteilung. Dadurch verdient sie mehr Geld als vorher. Jetzt kann ich mir endlich meinen Traum erfüllen. Ich wünsche mir schon immer ein Haus mit einem großen Garten. Natürlich kann ich mir kein Haus kaufen. Dazu reicht mein Gehalt nicht. Aber ich kann eins mieten. Gisela schaut jeden Abend in die Zeitung. Auch im Internet sucht sie nach geeigneten Häusern. Es ist nicht so einfach, ein Haus zu finden. Oft ist der Garten zu klein oder es ist zu weit außerhalb. Gisela möchte nicht mit dem Auto zur Arbeit fahren. In der Stadt bekommt man nur schwer einen Parkplatz. Heute hört sie zufällig, wie sich zwei Kundinnen unterhalten. Es ist so schwer, einen Mieter zu finden. Dabei ist das Haus so schön. Ein Garten ist auch dabei. Du musst dir wohl doch einen Makler nehmen. Der findet sicher einen Mieter. Gisela schaltet sich in das Gespräch ein. Entschuldigung, ich wollte nicht mithören, aber ich habe eben gehört, dass Sie ein Haus vermieten wollen. Ich suche eins. Die Dame freut sich. Was für ein glücklicher Zufall! Sie müssen sich das Haus unbedingt ansehen. Es ist wunderschön. Gisela verabredet sich mit der Kundin. Am Abend treffen sie sich zur Besichtigung. Gisela ist begeistert. Das Haus ist nicht groß, aber das macht nichts. Ich werde alleine hier wohnen. Ich brauche nicht viel Platz. Der Garten ist wunderschön. Hier kann ich mein eigenes Obst und Gemüse anpflanzen. Wo ist die Bushaltestelle? Die Haltestelle ist gleich hier um die Ecke, bei der Kirche. Der Bus fährt direkt bis zum Bahnhof durch. Sie können dann in 5 Minuten bei der Arbeit sein. Gisela muss nicht lange überlegen. Die Miete kann sie sich leisten. Die Frau ist froh, dass jemand in das Haus einzieht. Ich habe es von meinem Vater geerbt, aber ich möchte nicht auf dem Land leben. Ich bin ein Stadtmensch. Ein paar Wochen später hat Gisela den Umzug geschafft. Alle Kartons sind ausgepackt. Gisela sitzt mit einer Tasse Kaffee auf ihrer Terrasse. Sie schaut in den Garten. Da hinten werde ich ein Hochbeet anlegen. Ich werde Tomaten und Gurken anpflanzen. Hier vorne kommen ein paar Blumen und Kräuter hin. In der Ecke hinten rechts werde ich Kartoffeln und Salat setzen. Und in die Mitte mache ich einen kleinen Teich. Gut, dass es Frühling ist. Ich werde den ganzen Sommer im Garten arbeiten können. Gisela ist glücklich und zufrieden. Vielleicht besorge ich mir sogar noch eine Katze. Das ist schon heftig. Gisela hat ein kleines Haus mit Garten gemietet. Sie will ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen. Heute schaut sie sich bei der Gärtnerei nach geeigneten Pflanzen um. Sie hat einen jungen Verkäufer um Rat gebeten. Wissen Sie, ich hatte noch nie einen Garten. Ich muss ihn ganz neu anlegen. Der Verkäufer hilft ihr gerne. Zuerst müssen Sie überlegen, welche Pflanzen Sie wo platzieren möchten. Welchen Boden haben Sie denn? Es wachsen nicht alle Pflanzen auf jedem Boden. Gisela weiß es nicht. Es ist Rasen darauf, das kann ich nicht sagen. Der Verkäufer weiß Rat. Sagen Sie mir doch einfach die Adresse. Ich habe hier eine App auf meinem Handy. Die sagt mir genau, welche Art Boden dort ist. Es stellt sich heraus, dass unter Giselas Rasen Lehmboden ist. Das wird spannend.
sagt der Verkäufer. Den müssen Sie erst einmal auflockern. Das ist schon heftig. Dazu brauchen Sie gutes Werkzeug. Das haben wir natürlich alles vorrätig. Der junge Mann zeigt ihr, was sie alles braucht, um den Boden bepflanzen zu können. Anschließend berät er Gisela, welche Pflanzen auf Lehmboden gut wachsen. Er gibt ihr Tipps zum Bau eines Hochbeetes. Da kommt dann andere Erde hinein. Tomaten wachsen nicht auf Lehmboden. Schauen Sie mal, hier hinten haben wir noch verschiedene Sträucher. Himbeeren, Brombeeren, Stachelbeeren. Wenn Sie die jetzt setzen, dann können Sie im Sommer Beeren ernten. Gisela ist verwirrt. Das ist schon heftig. Man muss so viel beachten. Aber ich werde das schaffen. Ich werde jeden Tag ein Stückchen arbeiten. Dann habe ich bald ein kleines Paradies. Als sie an der Kasse ankommt, entdeckt sie einen Ständer mit Blumensamen. Perfekt! Die muss ich nur ausstreuen. Sie wachsen ganz von alleine. Dann wird der Rasen schön bunt. Ich lasse ihn zur Wiese wachsen. Dann kommen Bienen und Schmetterlinge. Außerdem muss ich dann nicht so oft mähen. Wenigstens eine Arbeit kann ich mir dadurch erleichtern. Rund um die Uhr. Gisela arbeitet jeden Tag nach Feierabend in ihrem Garten. Sie muss ihn komplett neu anlegen. Bisher war im Garten nur Rasen. Sie hat schon einiges geschafft. Eine Ecke mit Kartoffeln und Salat, ein Hochbeet mit Tomaten, ein Blumenbeet. Sie hat auch 4 Sträucher eingepflanzt. Auf dem Rasen hat sie Blumensamen verstreut. Sie möchte eine Wiese daraus machen. Es soll alles schön bunt werden. Heute ist Samstag. Gisela muss nicht arbeiten. Sie hat für dieses Wochenende einen Plan. In der Mitte des Gartens will sie einen kleinen Teich bauen. Dazu muss sie zunächst eine Grube graben. Das ist nicht so einfach, wie es scheint. Lehmboden ist schwer zu bearbeiten. Er ist sehr fest. Gisela müht sich mit dem Spaten ab. Ich hätte nie gedacht, dass das so anstrengend wird. Da muss ich ja rund um die Uhr arbeiten. Sonst wird der Teich bis morgen nicht fertig. Aber Gisela gibt nicht auf. Der junge Mann von der Gärtnerei hatte ihr ja gesagt, dass es nicht so einfach werden würde. Am Samstagabend hat Gisela schon eine Menge geschafft. Sie hat ein Loch von der Größe einer Badewanne gegraben. Mehr muss es ja gar nicht sein. Gisela ist mit ihrer Leistung zufrieden. Morgen lege ich die Folie hinein und dann kommt schon das Wasser dazu. Neben dem Teich möchte sie auch noch ein paar Blumen pflanzen. Und eine kleine Bank stelle ich auch noch an den Teich. Das wird mein schöner Platz für den Feierabend. Am nächsten Tag schafft Gisela es, die Folie in das Loch zu legen. In der Garage hat Gisela eine alte Holzbank gefunden. Die möchte sie noch an den Teich stellen. Aber die Bank ist zu schwer. Gisela steht traurig vor der Garage. Wie schade. Ich wollte doch meinen schönen Platz fertig machen. Plötzlich hört sie eine Stimme. »Hallo, Frau Nachbarin, kann ich Ihnen helfen?« Eine junge Frau steht hinter ihr. »Ich bin Susanne Müller. Ich wohne in dem grünen Haus hier drüben. Ich habe Sie beobachtet. Sie arbeiten ja rund um die Uhr im Garten. Ich helfe Ihnen mit der Bank.« Gisela nimmt die Hilfe gerne an. Als die Bank endlich an ihrem Platz steht, merkt Gisela, wie müde sie ist. Sie nimmt sich vor, die nette Nachbarin demnächst zu einem Kaffee einzuladen.
Dann schläft sie erschöpft auf ihrem neuen Lieblingsplatz ein. An die Vermieterin schreiben. Gisela wohnt nun schon ein paar Monate in ihrem Haus. Es ist Herbst geworden. Sie kann heute die ersten selbst angebauten Kartoffeln ernten. Es ist kühl draußen. Ich werde mich mit der Arbeit ein bisschen aufwärmen. Nachher mache ich die Heizung an und setze mich mit einer Tasse Tee ans Fenster. Der Herbst ist doch die schönste Jahreszeit. Als Gisela mit der Ernte fertig ist, dreht sie die Heizung auf. Sie wartet eine Weile. Aber es wird nicht warm im Zimmer. Gisela dreht die anderen Heizkörper ebenfalls auf. Doch es geschieht nichts. Sie ruft die Vermieterin an. »Hallo, ich wollte heute das erste Mal heizen, aber die Heizung funktioniert nicht. Wissen Sie, woran das liegen kann?« »Oh, Frau Schmidt, das tut mir leid. Ich habe wohl vergessen, Ihnen etwas zu sagen. Mein Vater hat immer im Sommer Heizöl für den Winter bestellt. Das Öl ist im Sommer billiger als im Winter. Wahrscheinlich ist der Tank leer. Das habe ich völlig vergessen. Sie müssen Öl bestellen.« Gisela versucht, einen Lieferanten für das Heizöl zu finden. Aber jetzt im Herbst ist das schwer. Das Haus ist kalt. Gisela friert. Sie kauft sich einen Elektroofen. Den schleppt sie hinter sich her, wenn sie den Raum wechselt. Ich möchte nicht wissen, wie hoch die Stromrechnung wird. Eigentlich hätte mir die Vermieterin frühzeitig Bescheid sagen müssen. Meine Lieferung kommt erst im November. Es dauert noch 4 Wochen. Das wird eine kalte Zeit werden. Ich sollte die Miete kürzen. Oder ich suche mir einen Anwalt. Aber vielleicht schreibe ich ihr erst einmal einen freundlichen Brief. Dann sehen wir weiter. Gisela schreibt: »Liebe Vermieterin, ich mache mir Sorgen um meine Stromrechnung. Da ich kein Öl für die Heizung bekommen konnte, musste ich mir einen Elektroofen kaufen. Die Stromrechnung wird sehr hoch werden. Eigentlich hätten Sie sich als Vermieterin um das Heizöl kümmern müssen. So steht es jedenfalls im Internet. Ich möchte keinen Ärger mit Ihnen, aber es wäre nett, wenn Sie mir die Stromkosten erstatten würden. Freundliche Grüße, Gisela Schmidt.« 2 Tage später klingelt Giselas Telefon. Es ist die Vermieterin. »Ich habe Ihren Brief bekommen. Es tut mir wirklich leid, dass ich das Öl vergessen habe. Sie haben recht. Ich hätte mich darum kümmern müssen. Natürlich bekommen Sie die Stromkosten erstattet.« Gisela ist erleichtert. Oft hilft ein freundlicher Brief mehr, als sofort mit einem Anwalt zu drohen. Die Arschkarte ziehen. Wenn man die Arschkarte gezogen hat, hat man sozusagen Pech gehabt. Ich erkläre das mal mit einem Beispiel. Otto ist im Unterricht. Der Lehrer hat eine Matheaufgabe an die Tafel geschrieben. Er möchte, dass jemand diese Aufgabe an der Tafel erklärt und ausrechnet. Da sich keiner der Schüler freiwillig meldet, sucht der Lehrer aus seiner Liste einen Namen aus. Dieser lautet Otto Hausmann. Der Lehrer fordert Otto auf, an die Tafel zu kommen. Otto denkt: Oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Immer ziehe ich die Arschkarte.